Wir sind auf der Fahrt nach Klüsserath an der Mosel und wollen eine Zwischenstation einlegen, da es bis dorthin 500 Kilometer sind. Und diese Zwischenstation, das ist der Stellplatz Reken. Und den möchte ich heute vorstellen. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Blick auf die Karte, wo liegt Reken? Reken liegt im westlichen Münsterland, also Nordrhein-Westfalen, und der Stellplatz liegt nicht weit von der Autobahn A31. Für uns sind es von unserem Heimatort aus etwa 230 Kilometer bis dorthin. Wir fahren hier jetzt auf der A31, es ist ein Mittwoch, der 2. Juni. Der nächste Tag, der 3. Juni, ist ein Feiertag, Fronleichnam, also langes Wochenende, daher viele Freizeitfahrzeuge jetzt hier unterwegs. Wir verlassen die Autobahn und es sind nur wenige Kilometer bis zum Stellplatz Großreken. Wir erreichen den Stellplatz am frühen Nachmittag. Wir haben damit gerechnet, dass er schon gut belegt ist aufgrund des langen Wochenendes. Der Stellplatz liegt in einem Freizeitgebiet mit Schwimmbad und so weiter und der Ort Reken ist ein staatlich anerkannter Erholungsort. Der Stellplatz liegt schön im Grün und er ist kreisförmig angelegt. Wir sehen hier an der Zufahrt zum Stellplatz die End- und Versorgung. Man sieht so schon, wenn man hier jetzt rauffährt, es handelt sich um einen gepflegten und gut angelegten Stellplatz. Wir stellen unser Mobil ab und schauen erstmal, wo wir genau uns hinstellen wollen. Wir haben uns für einen Platz entschieden. Die Plätze haben in etwa alle die gleiche Größe und sie sind auch sehr tief, so dass man also auch mit einem größeren oder längeren Wohnmobil hier ohne weiteres stehen kann. Fahren wir weiter vor? Fahren wir noch weiter vor und den Rückwärts rein. Im Rasen gibt es Markierungen, sodass man genau weiß, wo man sich hinstellen sollte. Man hat hier aber ausreichend Platz, also auch wenn man nicht ganz nah an den Nachbarn heranfährt, hat man immer noch genügend Platz vor seinem Mobil, sodass man immer auf jeden Fall seine Markise rausfahren kann. Der Stellplatz hat 20 Parzellen. Pro Übernachtung kostet hier der Platz 6 Euro. Da wir noch frühen Nachmittag haben, entschließen wir uns zu einer Fahrradtour, natürlich in Verbindung mit einer Geocache-Tour. Jetzt am Nachmittag gibt es noch einige freie Plätze, aber das kann ich jetzt schon sagen, das wird sich am Abend ändern. Ich habe noch gar nicht geguckt. Hier sehen wir die Entsorgung, einen Bodeneinlass mit gleichzeitigem Ausguss für eine Toilette, dann hier eine Station, wo man Frischwasser zapfen kann, eine Informationstafel und ganz rechts steht ein Parkautomat, dort muss man die Platzgebühr bezahlen. Dieser Parkautomat aber wäre während unseres Aufenthalts defekt und wir brauchten keine Parkgebühr bezahlen. Direkt vom Stellplatz gehen Wege in einen kleinen Wald. Dort kann man auch gut mit dem Hund spazieren gehen. Es gibt in dieser Region viele Rad- und Wanderwege und wer sich dafür interessiert, der kann auf die Internetseite von Großreken gehen. Dort findet er dann entsprechende Informationen über Rad- und Wanderwege. Für alle, die auch das Hobby Geocaching betreiben,
Hier ein Blick auf die Karte. Wir können sehen, dass dort einige Geocache gibt, die man anfahren und suchen und damit dann locken kann. Also das nur mal so als Information nebenbei. Ja, jetzt fahren wir noch wieder in eine andere Richtung. Wir hätten doch dahin gemusst irgendwie. Lass mal umdrehen. Nach etwa 2 Stunden und einige Kilometer waren wir wieder zurück auf dem Stellplatz. Der hat sich zwischenzeitlich weiter gefüllt. Wir haben jetzt hier einen Blick hinter den Mobilen. Dort gibt es viel Platz, dass man noch mal im Schatten sich dort hinsetzen kann. Echt? Ja. Ja, Fliegen. Es soll ja keine Insekten mehr geben, aber bei mir waren heute sehr viele drauf. Ich weiß nicht, ob andere sowas auch haben, aber bei uns war das so. Jetzt ist leider schon alles runter, sonst könnte ich euch das zeigen. Es war eine Mordsarbeit. Nein, mit diesen Tüchern geht es relativ einfach. Jetzt am frühen Abend ist der Platz voll belegt. Es fahren noch immer einige rum und suchen nach einem Platz. Die Plätze sind ja hier relativ groß, so könnte man den Eindruck haben, es gibt noch freie Plätze. Das täuscht allerdings, dass die Plätze sind alle komplett hier jetzt belegt. Das kann natürlich immer wieder vorkommen, gerade am Wochenende, dass ein Stellplatz komplett belegt ist. Dann muss man sich eine Ausweichmöglichkeit suchen. Ich nutze dazu die App vom Camperkontakt und da findet man in unmittelbarer Nähe weitere Plätze und so zum Beispiel auch den Platz in Coesfeld und den zeige ich euch jetzt mal kurz in ein paar Bildern. Der Stellplatz in Coesfeld liegt am Rande der Stadt, etwa sind es 1 Kilometer bis zum Stadtzentrum. Es handelt sich um einen kostenlosen Stellplatz, der ganzjährig genutzt werden kann. Es sind vom Stellplatz aus in Reken bis hier zum Stellplatz in Coesfeld etwa 20 Kilometer. Angegeben ist der Platz für 12 Wohnmobile, der Untergrund ist geschottert und es gibt eine Parzellierung. Die End- und Versorgung ist direkt vor dem Stellplatz. Hier kann man entsorgen, Frischwasser tanken, natürlich kostenpflichtig. Und es gibt auch Strom auf dem Platz, der ist auch kostenpflichtig. Man bekommt für 1 Euro 2 Kilowatt. Da der Stellplatz kostenlos ist und auch von der Lage her zur Stadt hin interessant ist, wird er gut angenommen. Sollte er gerade am Wochenende voll sein, hat man die Möglichkeit, außerhalb des Platzes oder vor dem Platz gibt es einen großen Parkplatz. Dort darf man zu gewissen Zeiten auch stehen. Jetzt aber wieder zurück zum Stellplatz Großreken. Hier sehen wir jetzt das gesamte Freizeitgebiet von oben. In der Mitte der rote Punkt, dort ist der Stellplatz. Rechts davon, da gibt es einen Campingplatz. Den habe ich auch kurz angeschaut. Dort bin ich mit der Kamera kurz gewesen. Hier ein paar Bilder dazu. Ja, der Campingplatz liegt direkt neben dem Stellplatz und hat auch geöffnet. Allerdings hier aktuell zu diesem Zeitpunkt nur für Saisoncamper oder Langzeitcamper. Für Durchreisende aktuell nicht. Das kann sich natürlich zwischenzeitlich geändert haben. Vorne im Eingangsbereich findet man ein Restaurant mit einer Außenterrasse. Dieses Restaurant und die Außenterrasse haben ab dem 3. Juni geöffnet. Ich habe nur vom Eingangsbereich des Campingplatzes aus einige Aufnahmen gemacht, aber so bekommt man vielleicht einen kleinen Einblick, wie es dort aussieht. Das muss ich noch zum Stellplatz sagen. Strom gibt es hier auf dem Stellplatz. Die Kilowattstunde kostet 50 Cent. Wer Frischwasser zapfen möchte, der bekommt für 1 Euro 200 Liter.
Wir hatten einen sehr angenehmen Aufenthalt auf diesem Stellplatz, hatten auch eine ruhige Nacht und sind dann am nächsten Tag weitergefahren. Zum Schluss möchte ich nochmal auf meine Stellplatzkarte hinweisen. Auf dieser Stellplatzkarte findet man alle Stellplätze, über die ich je berichtet habe bzw. ein Video erstellt habe. Und so kann man ganz schnell einen Platz finden, den man vielleicht anfahren möchte. Man gibt einfach bei Google ein Haco Stellplatzkarte oder geht über meine Internetseite www.haco-video.de. Man kann dann einfach hier ein Symbol anklicken, links oben geht ein Feld auf, dort findet man das Video, kann sich das Video zum Platz anschauen, bekommt dann Informationen darunter mit den Koordinaten, die man dann vielleicht braucht. Und da kann man auch seine Route zum Beispiel nach Spanien planen. Also gibt es viele Möglichkeiten, die man dort hat. Wer das Ganze mit dem Handy machen möchte, auch kein Problem, der lädt sich die Haco App runter, kostenlos natürlich, und dort gibt es die Stellplatzkarte und auch Videos. Das war's mal wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen über einen Daumen nach oben. Freuen würde ich mich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten sage ich wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.